Hallo und herzlich willkommen zur Print Innovation Week. Mein Name ist Joel Petkau und ich darf die gleich kommende Session für Sie technisch begleiten. Bevor wir gleich starten, habe ich noch ganz kurz zwei technische Hinweise für Sie. Erstens, sollten Sie während der Session Probleme mit Ihrer Verbindung haben, dann schließen Sie bitte das Browserfenster und verbinden sich neu, indem Sie auf den Link in Ihrer Einladungsmail klicken. Den Link, welchen Sie bekommen haben, ist die ganze Session über lang gültig und so können Sie jederzeit ein- und aussteigen. Ein zweiter Hinweis: Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie diese jederzeit sehr gerne schriftlich im Fragenbereich des Dashboards von GoToWebinar stellen. Unsere Experten stehen sehr gerne für Ihre Fragen bereit und wir freuen uns, wenn Sie davon reichlich Gebrauch machen. Vielen Dank und das war es ganz kurz vorab auch von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der gleich kommenden Session und darf damit übergeben an Bernhard Niemela. Ja, vielen Dank, Joel. Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu einem neuerlichen, spannenden Online-Seminar der Print Innovation Week. Mein Name ist Bernhard Niemela und ich freue mich, dass ich Sie durch diesen Slot begleiten darf. Ja, die hohen Anmeldezahlen zu diesem Online-Seminar zeigen, dass wir hier ein echtes heißes Eisen thematisieren, und zwar die Wiedergabe von Sonderfarben im Digitaldruck. Mit Dietmar Fuchs, er ist Produktmanager bei der ColorLogic GmbH und dort für die Farbmanagement-Produkte verantwortlich, haben wir einen echten Experten für das Farbmanagement bei uns. Herr Fuchs befasst sich seit mehr als 25 Jahren mit diesem Thema und genug der Vorrede. Herr Fuchs, die Bühne gehört Ihnen. Bitte schön. Vielen herzlichen Dank für die Einführung, Herr Niemela. Willkommen. Die ganzen Herrschaften, die jetzt schon da sind, prima. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ich werde jetzt gleich meine Kamera mal ausschalten und dann durch die Präsentation gehen. Es wird ein paar Slides geben, die in die Thematik einführen und das alles ein bisschen erläutern. Und dann schauen wir auch, dass wir in die Praxis gehen. Also dann schauen wir uns die Software tatsächlich auch mal live an. Denn wenn es um Farbmanagement geht, geht es auch um Software. So, prima, dann legen wir gleich mal los und starten mit der Thematik der perfekten Wiedergabe der Sonderfarben im Digitaldruck. Naja, perfekt, was heißt das eigentlich? Und warum überhaupt Sonderfarben im Digitaldruck? Es ist halt so, dass wenn wir im Digitaldruck arbeiten, dann können wir eben keine Pantone-Farben einfach mal so drücken, sondern wir müssen die mit den Prozessfarben des entsprechenden Digitaldrucksystems drucken. Und dabei sind einige Sachen zu berücksichtigen und vor allem brauchen Sie entsprechende Software dazu. In unserem Fall ist das der Farbserver Zebra. So, dann müssen wir da mal gucken. So, genau. Ich bin, wie gesagt, von der Firma ColorLogic. Wir haben eine Partnerfirma Crossix Color in den USA. Wir beschäftigen uns seit langer Zeit mit Farbmanagement, Messdatenoptimierung, Profilerstellung, ICC-Profile und dann die Automatisierung mithilfe des Farbservers. Und was unser Farbserver so leistet, das gibt dieses Slide hier so wieder. Wichtig bei einem Farbserver ist, dass er relativ einfach auch einzurichten ist. Das wird bei uns mithilfe eines automatischen Setup-Assistenten erledigt. Auto-Setup heißt das bei uns. Farbserver von uns konvertiert Pixeldateien, das können PSD-Dateien sein, auch mit Layern zum Beispiel und auch PDF-Dateien, vor allem natürlich PDF-Dateien. Die Konvertierung wird vorgenommen mit Device-Link-Profilen, die wir auch on the fly erstellen. Das nennt sich bei uns Smart Link. Also wenn für eine Konvertierung ein Device-Link notwendig ist, dann wird das on the fly erstellt und dann eben angewendet. Wir können auch Device-Links iterieren. Das ist für eine verbesserte Farbwiedergabe wunderbar. Auch wenn man gerade prüfen möchte, mithilfe des Farbservers lässt sich das auch machen. Gerade im Bereich Multicolor, also mit mehr als CMYK-Farben, bietet unser Farbserver da einige Möglichkeiten. Eine ganz wichtige Funktionalität ist das Flattening, das dann eben das Flachrechnen von Objekten in PDF-Dateien mit Transparenzen hat. Das ist auch sehr wichtig, wenn es dann um Sonderfarbkonvertierung geht. Das werden Sie auch sehen im Laufe des Webinars, da werde ich Ihnen was zu zeigen. Unser Farbserver lässt sich über eine Command-Line-Interface ansteuern und dann eben zur individuellen Automatisierung nutzen, also zum Beispiel in Verbindung mit einem N-Focus-Switch oder auch mit dem Impressed IWS. Können Sie damit automatische Workflows generieren.
Und zum anderen ist die Software als native Applikation unter Mac und Windows lauffähig. Das Thema Sonderfarben ist ja das, was uns jetzt besonders umtreibt hier in diesem Webinar. Da haben wir spezielle Funktionalitäten für eine hochwertige Sonderfarbenkonvertierung. Ein Feature ist, was wir jetzt gerade auch im Mai diesen Jahres in der neuesten Version CEPRA 9 integriert haben, ist die Iteration von Sonderfarben, um eben auch eine perfekte Sonderfarbenwiedergabe im Digitaldruck erreichen zu können. Eine ganz andere Funktionalität ist der Sonderfarbenreport, der eben sehr wichtig ist, um vorab zu prüfen, wie die zu erwartenden Ergebnisse sind. Das zeige ich Ihnen auch im Laufe des Webinars, denn es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Eine sehen Sie zum Beispiel hier auf dieser Seite schon, dass es verschiedene Berechnungsmethoden für die Sonderfarben gibt, die wir hier anbieten in CEPRA, und was die leisten, das schauen wir uns ein wenig an. Eine weitere Funktionalität, die sehr, sehr wichtig ist für Sonderfarbwiedergabe, ist, mit einem spektralen Modell zu arbeiten. Das heißt, mit spektralen Messdaten zu arbeiten. Also für eine Sonderfarbe ist es ja schön und gut, wenn man die LAB-Werte hat, aber viel wichtiger wäre es sogar, die spektralen Informationen zu haben. Und dafür gibt es auch ein Messdatenformat, das ist das CXF X4 Messdatenformat, das sich eben auch einbinden lässt in PDF-Dateien, sodass halt eben für eine Sonderfarbe halt eben die Spektralinformationen dieser Sonderfarbe im PDF vorliegen, und CEPRA kann das dann eben auslesen. CXF-Informationen kann sowohl den Vollton betreffen, als auch den Gradienten, also die Abstufungswerte, damit man auch weiß, wie zum Beispiel in 50% einer Sonderfarbe aussieht, als auch über Druckenkombinationen mit Schwarz, um auch Opazitäten zu berücksichtigen. Also CXF X4 ist da ein ganz wichtiges Werkzeug. Das lässt sich aber auch ohne dieses Format machen. Also CEPRA hat integrierte Sonderfarbenbibliotheken, die Sie selbst füllen können, und da können Sie auch diese Informationen, also Volltöne, Gradienten, über Druckkombinationen hinterlegen, sodass dort die bestmögliche Berechnungsmöglichkeiten bestehen. Für Kunden, die Pantone Live im Einsatz haben, das ist im Verpackungsbereich durchaus bei einigen Kunden der Fall, und die dafür eine Lizenz haben, die können Sie dann auch gleichzeitig hier in CEPRA nutzen, damit Ihre Pantone Live-Farben, die Sie in der Cloud haben, auch in CEPRA zur Anwendung kommen. So, schauen wir uns mal den Einsatz eines Farbservers an. Wenn wir uns das mal so als Strecke vorstellen, dann kommt von links sozusagen rein aus der Designabteilung, aus der Repro, unsere PDF-Dateien. Im meisten Fall ist das ja dann eine PDF, die Bilder und Vektoren und eventuell Sonderfarben beinhaltet. Diese Originaldatei wird dann im Farbmanagement des Farbservers verarbeitet, sodass sie nachher als konvertierte Datei im Farbraum des jeweiligen Digitaldrucksystems vorliegen. Hier in dem Fall ist es mal ein 7farbiges Digitaldrucksystem, wo wir das Druckerprofil vorher mit Cobra erstellt haben von der Digitaldruckmaschine, und die konvertierte Datei besteht nachher aus diesen 7 Prozessfarben, also in dem Fall CMYK und dann Rot, Grün, Blau zum Beispiel. Und keine Sonderfarben liegen mehr vor, weil die ja dann in diese Prozessfarben konvertiert wurden. Diese Datei ist dann schon quasi druckfertig. Sie kann dann an das RIP übergeben werden oder das DFE. Dort wird das Farbmanagement ausgestellt, und man kann alle anderen weiteren Funktionalitäten des RIPs nutzen, wie zum Beispiel Nesting, oder wenn man mehrere Seiten auf eine Großdruckform packen möchte, oder Beschnittmarken oder was auch immer noch zusätzlich noch anzugeben ist. Und diese Datei wird dann eben ohne das Farbmanagement im RIP, das meistens deutlich limitierter ist, was die Funktionalitäten betrifft und vor allem nicht diese Sonderfarbmöglichkeiten hat, wie wir im Farbserver, würde man dort ausstellen. Das ist ganz wichtig dann dabei. So, schauen wir uns dann mal jetzt ein Beispiel an. Hier diese PDF-Datei oder dieses Bild, was Sie hier sehen von einer PDF-Datei, die Datei selbst schauen wir uns nachher auch nochmal an, beinhaltet mehrere Bildinformationen und Vektorinformationen. RGB-Bilder sind da drin, CMYK-Bild, Graubilder sind dabei, auch Duplex-Bilder und eben auch 4 Sonderfarben. Die sind hier aufgelistet in dem Screenshot auch. Sie sehen die 4 Sonderfarben dort. Im Design unten ist das unten links angedeutet. Und wenn wir diese Sonderfarben jetzt konvertieren wollen in dem Digitaldruck, ja, was ist dabei wichtig für uns? Zum einen muss ja der Vollton gut getroffen werden. Also danach richtet sich ja häufig dann auch
das Augenmerk des Print-Buyers, der dann gesagt hat, okay, hier ist meine Sonderfarben und ich möchte die in einer guten Genauigkeit wiedergegeben haben. Also wir suchen nach dem niedrigsten Delta E 2000, was wir da treffen wollen. Dann ist das eine natürlich die Genauigkeit, also die Qualität dieser Wiedergabe der Sonderfarben. Das andere ist aber auch eine stabile Druckbarkeit, die wir gewährleisten wollen durch diese Konvertierung. Was das bedeutet, zeige ich Ihnen in den nächsten beiden Slides, also diese beiden Punkte der Qualität und der stabilen Druckbarkeit. Darauf gehe ich ein bisschen verstärkter drauf ein. Und hier im Design sehen Sie ja, dass es eben nicht nur einen Vollton gibt, sondern Sie haben natürlich auch mal einen Gradienten da. Sie haben vielleicht auch Überdruckkombinationen in dem Design. Hier zum Beispiel haben Sie einen Verlauf von 3 Sonderfarben auf Weiß zum Beispiel. Und wenn es dafür zum Beispiel eine farbmetrische Referenz gibt, also wie zum Beispiel der 50%er aussehen soll, dann sollte der natürlich auch gut getroffen werden. Auch das lässt sich mit dem Farbserver hier einrichten. Überdruckkombinationen müssen farblich berechnet werden. Also hier zum Beispiel wird dieser grüne Pantone-Farbwert mit dem Orangen kombiniert unten in diesen Verläufen oder zum Beispiel dieser Pantone 801, der Blauton, wird mit Schwarz kombiniert im Überdruck. Und naja, Sie kennen das vielleicht auch, wenn Sie mal ein CMYK-Objekte haben und die bestehen aus Sonderfarben und CMYK übereinander, vielleicht auch im Überdruckenmodus, und Sie konvertieren dann die Sonderfarbe, dann kann es durchaus sein, dass dann eine Farbe anschließend die darunter liegende ausspart, weil das im PDF-Modell so ein bisschen komisch realisiert ist. Das heißt, das wäre dann natürlich ziemlich übel. Das heißt, die technische Richtigkeit von überdruckten Elementen muss auch nach einer Konvertierung gewährleistet werden. Dafür braucht man ein sehr gutes Flattening. Und all diese Punkte, die ich jetzt erwähnt habe, also gute Druckbarkeit, niedrigstes Delta E, technische Richtigkeit von überdruckenden Elementen, lässt sich eigentlich mit Standardwerkzeugen nicht realisieren. Sie kennen sicherlich alle in Acrobat die Möglichkeit, Sonderfarben in Prozessfarben zu konvertieren. Das kann man auch mit Tools, PDF-Tools von Enfocus oder Colors realisieren. Aber das lässt sich eben meistens nur für sehr einfache Konstrukte machen, nicht für komplizierte Sachen. Oder wenn es darum geht, die bestmögliche Qualität zu erzielen, dann ist das eben auch teilweise fast gar nicht möglich. Und das heißt, mit Standardwerkzeugen ist sowas gar nicht machbar. Das heißt, dezidierte Farbserver, wie jetzt unseren Farbserver CFAR, braucht man für solche Sachen. Wenn wir uns das mal ein bisschen genauer angucken, also zum Beispiel das Thema der Qualität, dann geht es darum, dass wir die farbmetrische Qualität beschreiben wollen. Und das macht man typischerweise mit Delta E 2000 Werten. Und jetzt hier ist mal beispielhaft von einer Umsetzung unserer 4 Sonderfarben in CMYK und 7C mal zu sehen. Das ist der gleiche Drucker, mal mit 7C, mit Orange, Grün, Violett angesteuert und mal nur mit CMYK. Und im oberen Teil für den CMYK-Konvertierung sehen Sie jetzt an den Delta-E-Werten hinten, dass das Orange zum Beispiel gar nicht so genau getroffen werden kann, weil es eben außerhalb des Gamuts dieses CMYK-Drucksystems liegt. Das erreichen wir hier nur an 4,9 Delta-E 2000, während das ganz anders aussieht, wenn ich das im 7C-Verfahren drucke. In dem Fall brauche ich Orange dann noch dazu. Man sieht hier unten auch die sogenannten Gerätewerte hier, das 7CLR, das heißt 7 Farben, 7 Kanäle. Sie sehen alle Kanäle dort aufgelistet und das Orange wird hier mit Magenta und 97% Orange wiedergegeben und erreicht an ein sehr, sehr gutes Delta E von 0,3. Statistisch ausgedrückt bedeutet das, was Sie zur Rechten sehen, also im CMYK-Fall von den 4 Farben kann ich nur 75% der Farben, also 3 von 4, unter 2,5 Delta E 2000 wiedergeben. 2,5 Delta E 2000 ist so ein Richtwert, der noch recht akzeptabel also als akzeptabler Wert gesehen wird. Man möchte natürlich immer irgendwie 0 Delta E haben, aber das lässt sich eigentlich durch Produktionsgründe in der Auflage und so weiter fast nicht realisieren. Das heißt, es wird immer leichte Schwankungen geben und 2,5 ist so ein Wert, den man so von Print-Buyern noch so als akzeptablen Wert sehen kann. So, das heißt, im Fall oben für CMYK
sehen Sie zum Beispiel, dass das Grün mit 2,2 Delta E 2000 gerade noch innerhalb dieser Toleranz liegt. Deswegen ist es hier auch nicht rot markiert. Das heißt, es ist realisierbar. Und im Fall unten sehen Sie ja, dass das Grün dann halt durch die zusätzliche Prozessfarbe Grün, die wir da einsetzen können, mit 0,1 Delta E theoretisch bestmöglich auch erreichbar ist. So, das ist das Thema Qualität. Also wir wollen ein niedrigstes Delta E erzielen. So, jetzt wollen wir aber auch noch was Zusätzliches. Wir wollen eine gute Druckbarkeit erreichen. Ja, und was heißt das letztendlich? Also wenn ich eine Konvertierung mit sehr vielen Prozessfarben machen muss, wie das jetzt zum Beispiel hier in dem Screenshot unten links zu sehen ist, wenn ich die höchste Genauigkeit erreichen möchte, dann kann ich zum Beispiel hier für meine Pantone Cool Gray mit 4 Prozessfarben ein Delta E 2000, das Sie dann unten sehen, von 0,1 erreichen. Ich brauche aber dafür Cyan, Magenta, Black und Violett. Ja, und auf der anderen Seite ist es so, je weniger Prozessfarben ich für die Umsetzung benötige, desto sauberer sieht so eine Umsetzung aus. Das wäre jetzt zum Beispiel der Fall in der Mitte. Ich kann mit einer anderen Berechnungsoption, die bei uns so heißt, so wenig Kanäle wie möglich verwenden, nur mit Schwarz, also hier in dem Fall 65% Schwarz, auch ein recht gutes Ergebnis erzielen, ein Delta E 2000 von 1,7. Das ist zwar deutlich schlechter als das erste, aber noch innerhalb dieser 2,5 Delta E Toleranz, brauche aber hier nur eine Prozessfarbe. Und je weniger Prozessfarben ich einsetze, desto besser ist mein Ergebnis auch, wenn ich Registerschwankungen habe im Druck. Deswegen ist es halt so wichtig, auch mit weniger Prozessfarben zu arbeiten, weil damit eine gute Druckbarkeit erreicht wird. So, im besten Fall suchen wir uns jetzt eine Kompromisslösung aus. Zum einen möchten wir natürlich das kleinste Delta E haben, wir möchten auf der anderen Seite aber auch wenig Prozessfarben haben. Das sehen Sie dann auf der im dritten Screenshot ganz rechts. Dadurch kann durch eine Kombination von Magenta und Schwarz hier ein Delta E von 1,1 erreicht werden, Delta E 2000 und Delta E 76 ist hier in dem Fall gleich, erreicht werden mit einer anderen Berechnungsmethode. Die heißt bei uns dann visuelle Genauigkeit, mehr Kanäle benutzen. Das heißt, Sie sehen, es gibt verschiedene Strategien, die sich auch in dem Farbserver abbilden lassen, die man einstellen kann und wo der Farbserver dann diese Strategie verwendet und automatisch diese Berechnung der Sonderfarbprozesswerte, also der Konvertierung der Sonderfarben in Prozesswerte vornimmt. Das wäre das Thema Druckbarkeit. So, schauen wir uns das dann mal so an. Wenn ich jetzt verschiedene Varianten habe der Umsetzung von Prozessfarben, um eine gute Druckbarkeit und ein gutes Delta E erzielen zu können, dann muss ich das ja eigentlich vorher testen. Und ich möchte ja nicht jetzt mit 3 Varianten dieser Konvertierung auf meine Druckmaschine gehen und dann nachher auszuwählen. Das geht ja nicht, sondern ich möchte das vorab prüfen. Dafür haben wir bei uns den Sonderfarbenreport eingebaut, der eine Vorhersage der Sonderfarbenkonvertierung ermöglicht. Da kann ich ganze PDF-Dateien nehmen und er zieht sich dann die Sonderfarben da raus und lässt sie halt hier durch berechnen. Und ich kann auch verschiedene Konfigurationen mit verschiedenen Berechnungsmethoden, Strategien, Farbstrategien oder auch mit verschiedenen Profileinstellungen ausprobieren, um zu sehen, was ist meine beste Option. Welche Farbkombination ist die genaueste mit puncto Delta E und welche ist vielleicht die effektivste? Also das heißt, was ist immer noch gut und kostengünstig. Gerade jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel im Digitaldruck arbeitet, dann gibt es ja so Strategien, dass man auch per Klick bezahlt. Also je mehr Kanäle man einsetzt, desto mehr muss man dann auch zahlen. Und je weniger Kanäle ich einsetzen kann für die Produktion, desto günstiger wird es dann für mich als Dienstleister. Und da wäre es ja dann durchaus praktisch, wenn man eben vorher probieren kann, okay, wie sieht das denn aus mit C9K, wie sieht das aus mit 7C? Vielleicht sieht es aber auch gut aus mit einem 5C oder mit einem 6C, also mit 6 Farben oder 5 Farben. Und da kann man dann eben auch mit verschiedenen Konfigurationen arbeiten in CEPA und diese vorgeben und dann hier durch diesen Report sich vorab prüfen lassen, welche davon geeignet ist. Das schauen wir uns gleich auch mal live an. So, und ein anderer Aspekt ist das, was wir jetzt eben gesehen haben, auch in dem Sonderfarbenreport mit den Delta E's, die zu erwarten sind. Das sind die theoretisch besten Werte. Jetzt wissen wir ja alle, dass Theorie und Praxis häufig 2 Paar Schuhe sind.
Und das, was ich theoretisch erziele, erreiche ich vielleicht nicht so wirklich in der Realität, weil, naja, nachdem ich das Profil mal erstellt habe, hat sich vielleicht mein Drucker ein bisschen weiterentwickelt. Der hat sich, also ich habe vielleicht irgendwelche Tonwertschwankungen, der Drucker hat entsprechend Schwankungen, das Papier kann Schwankungen haben, die Tinten haben Schwankungen, Umgebungsbedingungen spielen auch eine Rolle, Feuchte zum Beispiel spielt dadurch durchaus eine Rolle. Auch mein Messgerät hat unter Umständen ja auch kleine Schwankungen. Günstige Messgeräte haben größere als etwas teure Messgeräte und je nachdem, was so im Einsatz ist, hat man da halt eben dann auch ein paar Schwankungen mit dabei. Also das heißt, ich habe immer irgendwelche Abweichungen und deswegen ist es unter Umständen auch wichtig, gerade im Digitaldruck, wo man halt auch schnell arbeiten kann und einzelne Jobs auch durchjuckeln kann, auch mal nachzumessen, ob dann die erzielte Genauigkeit der Sonderfarbe auch dem entspricht, was rein theoretisch möglich ist. Und wenn nicht, dann kann ich mit Hilfe eines Sonderfarben-Iterationsassistenten, den wir in Zebra haben, das schnell überprüfen und gegensteuern, indem ich eben eine Iteration mache, einen weiteren Ausdruck erzeuge mit verbesserten Werten und damit die Genauigkeit wieder erhöhe. In dem Report wird dann eben auch angezeigt, oder in dem Assistenten wird eben auch angezeigt, ob für jeden Fall eine Optimierung möglich ist. Also es kann ja auch durchaus sein, dass eine Sonderfarbe out of gamut ist und ich sie gar nicht optimieren kann. Auch das wird dann eben angezeigt, sodass der Assistenten einen bis zu dem Punkt leitet, wo keine Optimierung mehr möglich ist. So, und das wären jetzt eigentlich schon die Slides, die ich Ihnen zeigen wollte, um in die Thematik einzuleiten. Und jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen in der Realität an. Das heißt tatsächlich dann auch, wenn wir uns die PDFs mal anschauen, hier nochmal diese PDF-Datei. Ich gehe jetzt hier nochmal in die Ausgabevorschau, hier in Acrobat. Wir sehen die 4 Prozessfarben und hier zum Beispiel sehen wir halt eben jetzt hier zum Beispiel auch in diesen Duplex-Farben oder hier unten sehen wir so einen Grauverlauf mit der schwarzen Prozessfarbe und wir sehen eben, wenn wir die Sonderfarben einlaufen lassen hier, dass hier unsere 4 Sonderfarben vorliegen und eben aber auch Überdruckkombinationen der Sonderfarben und hier zum Beispiel auch mit Schwarz. So, und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was denn passiert, wenn wir das konvertieren, beziehungsweise wenn wir das unterschiedlich konvertieren mit den verschiedenen Berechnungsmethoden und verschiedenen Einstellungen, die wir bei uns im Farbserver haben. So, ich habe jetzt hier verschiedene Konfigurationen bereits eingerichtet und angelegt. Wie man das macht, das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, aber im Prinzip wäre es so, dass man hier über den Home-Button Auto-Setup seine Konfigurationen anlegt und entsprechend einrichtet. Man hat in den Sonderfarbenbibliotheken die ganzen Bibliotheken hinterlegt, wo jetzt zum Beispiel Pantone Live Bibliothek oder eine andere Pantone-Bibliothek, die man eben zur Verfügung hat oder selbst eingemessen hat, inklusive Gradienten oder nicht. Das kann man alles vorher einrichten und wenn man dann entsprechend Konfigurationen angelegt hat, also ich habe jetzt 4 verschiedenste Konfigurationen für verschiedene Digitaldrucksysteme und in dem Fall wollen wir uns einfach mal angucken, was passiert, wenn ich auf eine HP 25000, eine Indigo ausdrucke mit maximal 7 Prozessfarben, CMYK, Orange, Grün, Violett. Ich habe allerdings auch von dem gleichen Datensatz mal Profile erstellt mit 5C, also mal CMYK mit Orange, CMYK mit Violett, CMYK mit Grün, auch nur CMYK und das schon mal alles vorher eingerichtet. So, das heißt, die Konfiguration haben wir jetzt alle und jetzt prüfen wir hier einfach mal über den Sonderfarbenreport. Was passiert, wenn ich meine Testdatei, die heißt hier so, die kann ich hier einfach auswählen. Ich kann also hier eine PDF oder auch eine Bilddatei mit Sonderfarben auswählen. Ich kann auch eine komplette Bibliothek, also zum Beispiel eine komplette Pantone Library, die hat ja bis zu 2000 oder noch mehr Farben, hier mal durcharbeiten. Hier oben wähle ich die Konfiguration aus. Also Sie sehen, hier habe ich so ein paar von meinen Konfigurationen, die ich hier in meinem Zebra-System habe, schon ausgewählt. Das ist die 5C-Konfiguration mit CMYK Orange. Hier ist eine mit 7C. Hier ist eine CMYK-Variante. Hier ist eine andere 5C-Variante mit CMYK Violett. Und hier habe ich eine 6C-Variante, CMYK Orange und Violett. So, jetzt kann ich, nachdem ich hier meine Konfiguration ausgewählt habe, meine PDF-Datei ausgewählt habe, klicke ich einfach auf Vorschau. Ich kann das auch speichern als PDF-Datei
Aber hier für die Vorschau, da reicht das schon aus, was ich Ihnen hier zeigen möchte. Sie sehen jetzt hier so eine Übersicht, wo die Datei oder auch, Sie können auch hier mehrere Dateien wählen bei Bedarf, aber hier sehen Sie die Datei, die verschiedenen Konfigurationen und hier bekommen Sie die Auswertung der 4 Sonderfarben in dieser Datei mit dem Average und dem maximalen Delta E. Und hier sehen wir dann schon, beziehungsweise die Software sagt uns direkt schon, die geeignetste Konfiguration ist die mit 7C. Da haben wir den kleinsten Fehler und hier können wir uns das ja auch anschauen. 1,4 haben wir den maximalen Fehler und 0,7 im Durchschnitt. Also das wäre die genaueste Konfiguration, die wir nehmen können. So, jetzt sehen wir aber auch, dass es 2 weitere Konfigurationen gibt, nämlich die 6C-Variante und die 5C-Variante, hier mit Orange, Sie markieren Orange, die mehr oder weniger das gleiche Delta E haben und eigentlich auch noch recht passabel ist. Ne? Wir erinnern uns, 2,5 als maximales Delta E ist noch gerade akzeptabel. Und wenn es darum geht, dass ich jetzt auch Kosten anspare und effektiv produzieren möchte, also Kosten reduziert sparen möchte, dann wäre so ein 5C sicherlich günstiger als ein 7C zu produzieren. Das heißt, ich kann mir jetzt hier mal angucken, was ist jetzt der Unterschied zwischen dieser Variante mit Orange versus der Variante mit 7C. So, und dann können wir hier einfach mal ein bisschen runtergehen. Wir sehen unsere 4 Farben hier. Das ist die Variante mit 6C, wo wir hier sehen, ja, das ist das Ergebnis. Das beim Grün ist es halt 2,3. Die Variante mit 5C mit Violett, ja, das reicht eben nicht aus. Da haben wir das Problem mit dem Orange. Das kriegen wir nicht so gut wiedergegeben. Das ist außerhalb des Gammuts. Gleiches natürlich im CMYK-Bereich, da kriegen wir das auch nicht hin. Die 7C-Variante, die ist super. Da kriegen wir alles, auch das Grün, in einer super Qualität wiedergegeben. Übrigens sehen Sie hier dann auch die Kombinationswerte der Prozessfarben, die eingesetzt werden. Zum Beispiel das Pantone 801C kann man mit einer Genauigkeit von 1,4 mit 100% Cyan wiedergeben. Also das kann man hier dann auch ganz gut sehen. Hier sehen wir die Prozessfarben, die wir zum Beispiel das Cool Gray, das sind 3 Prozessfarben hier im Einsatz, zu einem 0 Delta E führen können. Und hier ist die Variante mit 5C CMYK Orange. Und hier sehen wir, dass unser Orange gut getroffen wird. Das Grün bräuchten wir eigentlich, wie wir in der 7C-Varianten gesehen haben, um 1 Delta E zu erreichen. Hier ist aber 2,3. Und wenn das jetzt noch ausreicht, also dem Kunden vielleicht ausreicht so in der Qualität, dann können wir das einfach so nehmen. Sie sehen hier auch in der Darstellung die tatsächlichen LAB-Werte und hier die 5C-Umsetzung. Wenn an einem kalibrierten Monitor gearbeitet wird, wird das hier auch echt farbig dargestellt. Das kommt jetzt wahrscheinlich über das Online-Tool nicht so richtig rüber. Hier ist die farbliche Differenz, die dann diese 2,3 Deltas E erzeugen, auch zu sehen. Also das sieht schon noch verdammt gut aus, was ich hier so sagen kann zumindest. So, das heißt, das hätten wir unsere Konfiguration, nämlich unsere CMYK Orange 5C-Konfiguration, die wir einfach einsetzen könnten. So, und jetzt würde ich, nachdem ich das jetzt weiß, kann ich zu dieser Konfiguration gehen. Das ist diese hier. Und kann zum Beispiel per Rechtsklick Ordner öffnen sagen und kann dort in diesen Input-Ordner, also diese Hot-Folder, werden dann während der Konfiguration mithilfe des Auto-Setup-Assistenten automatisch angelegt, kann ich hier meine Datei dann reinlegen. Und diese würde jetzt konvertiert. So, ich habe das natürlich schon mal gemacht, damit wir hier nicht Zeit verbrauchen, zu gucken, wie die Konvertierung stattfindet. Hier werden Transparenzen angewandt, auch Transparenzkonvertierung angewandt. Und ich habe das jetzt einfach mal konvertiert, einmal ohne die Transparenzreduzierung und einmal mit derselben. Und jetzt schauen wir uns das mal an. So, und hier sind die beiden Dateien. So, dann machen wir das mal ein bisschen größer, dass wir alles sehen. So, jetzt, wenn man im Bereich Multicolor arbeitet, hier haben wir ja jetzt eine 5C-Konvertierung, dann können wir leider Acrobat nicht mehr so richtig vertrauen, was die Darstellung betrifft. Acrobat kann kein Multicolor richtig darstellen, auch selbst wenn jetzt da ein Output Intent 5C drin wäre, geht das leider nicht. Also die farbliche Darstellung, die wir hier sehen, die ist nicht echt farbig. Aber was wir zum Beispiel sehen können und auch beurteilen können, ist hier, dass diese Überdruckkombinationen hier alle kaputt sind. So, das ist das Original. Also so sollte es eigentlich im Original aussehen.
Und hier ist es technisch nicht mehr richtig. So, wenn ich das allerdings flatte, dann sieht es wieder richtig aus. Also ich muss in dem Fall, wenn ich solche Sonderfarben habe, die mit anderen Sonderfarben oder mit Prozessfarben überdrucken oder auch vielleicht in Transparenzobjekten ineinander verschachtelt sind, dann bleibt mir zum großen Teil gar nichts anderes übrig, als diese auch flach zu rechnen. Und der Farbserver würde das hier machen. Und da gibt es durchaus auch große Unterschiede mit den verschiedenen Tools, die es da im Markt gibt. Das Flatten muss dann schon sehr, sehr gut sein, um solche Sachen auch richtig zu machen und technisch richtig zu machen und auch farblich dann richtig aussehen zu lassen. So, um das jetzt auch wirklich farblich beurteilen zu können, habe ich noch einen weiteren Schritt vorgenommen, nämlich hier, da wir ja im Acrobat dann oder in der PDF-Datei anschließend nicht wirklich beurteilen können, wie das aussieht, habe ich eine weitere Queue angelegt, eine weitere Konfiguration angelegt, die für den Softproof dann geeignet ist. Das heißt, hier könnte ich, würde ich jetzt meine Datei, meine PDF-Datei, die jetzt in 5C vorliegt, nochmal nach RGB konvertieren. Bei RGB, zum Beispiel hier ECI-RGB, wenn ich sowas nehme, so einen großen Farbraum, RGB kann ja Acrobat wieder vernünftig darstellen. So, und wenn ich das mache und die Dateien durch diese Queue dann durchschiebe, ich gucke jetzt hier gerade noch schon mal rein, das heißt, hier habe ich die Dateien auch schon mal vorab konvertiert. Einmal die geflattete und die nicht geflattete. Und schauen wir uns das jetzt mal an. Hier, das ist sogar inklusive Papiersimulation. Deswegen ist hier so ein kleiner Grauschleier sozusagen zu sehen, der die Papiersimulation darstellt. Das wäre die echtfarbige Darstellung unseres Bildes, so wie es nachher aus der Digitaldruckmaschine rauskommen würde. Also da sieht man schon die Leuchtkraft der Farben. Ne? Also das sieht jetzt schon echt aus im Vergleich jetzt zu dem, was uns Acrobat hier erzählt, wie es denn aussehen würde. Da es das ja nicht richtig darstellen kann, ist das halt eben schon die richtige Darstellung. Also so leuchtend, so sauber würden die Farben aussehen. Sie sehen ja die Verläufe, sehen gut aus. Der Vollton ist, wie wir ja wissen, mit einem sehr guten Delta-I getroffen. Wir sehen jetzt hier in dem Fall, dass die Überdrucke nicht richtig sind und hier aber in der Variante, wo wir das Flattening noch angewandt haben, ist dann auch das Überdrucken richtig. Und auch die Duoton-Konvertierung sehen sehr, sehr vernünftig aus in dem Fall. Also wir haben jetzt hier ein gutes Ergebnis dieser Konvertierung erreicht. Und mit Hilfe des Farbservers, wie Sie gerade gesehen haben, lässt sich dann auch ein Softproof sehr einfach realisieren, so dass ich so eine Datei dann nachher auch mal meinen Kunden zur Verfügung geben kann und sagen kann, so wird das dann nachher aussehen auf deiner Druckmaschine. Also ist nochmal ein zusätzlicher Wert, den ich damit dann auch für die Kommunikation mit meinem Kunden dann realisieren kann. So, jetzt haben wir nur noch eine Sache, die wir uns anschauen wollen oder noch ein bisschen vertiefter anschauen wollen. So, wenn jetzt das Ergebnis, was wir erzeugt haben, das theoretische Ergebnis ist ja das, was wir jetzt gerade gesehen haben am Bildschirm mit dem Softproof und auch die konvertierte Datei, nicht perfekt ist, dann, hatte ich ja erwähnt, wäre dann gerade im Digitaldruck so eine Iteration möglich, bei der ich eben nachmessen kann, ob die Farben gut getroffen sind oder nicht. Und das kann ich ganz einfach auch mithilfe des Farbservers machen, indem ich zum Beispiel hier bei dieser Datei, ich gehe noch mal kurz auf dieselbe hin, also in dieser Originaldatei, haben wir jetzt ja hier im Design sogar Elemente, wie jetzt zum Beispiel diese Felder hier, diese 3 Felder oder auch hier das Pantone Q-Ray, das ist ja auch hier. Das könnte ich sogar mit meinem Spektralphotometer direkt messen. So, das heißt, ich könnte direkt im Design diese konvertierte Sonderfarbe direkt messen. Und das ist doch sehr praktisch. Das heißt, ich kann jetzt hier meine Datei, die ich einmal konvertiert habe, die wird hier unter verarbeitete Jobs angezeigt, kann ich einfach rechtsklicken, eine Sonderfarbeniteration auswählen. Dann zieht sich Zebra automatisch aus der PDF-Datei die 4 Sonderfarben raus, die ich jetzt überprüfen und iterieren möchte. Ich kann hier weitergehen. Jetzt kann ich entweder keinen Testchart erzeugen oder einen Testchart erzeugen. Also wenn ich jetzt ein Design habe, wo ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, diese Sonderfarben nachzumessen, dann müsste ich mir erstmal ein kleines Testchart erstellen. Das kann ich dann für verschiedene Messgeräte machen. Ich nehme jetzt hier mal einfach so eins, oder hier vielleicht sowas für mein MyEro One Messgerät, würde das abspeichern
und legen wir das einfach mal hier auf den Schreibtisch, sodass Sie es nur mal sehen, was dann jetzt erzeugt wird. Das brauchen wir in dem Fall eigentlich nicht, aber nur, dass Sie es mal gesehen haben. So, dann können wir jetzt hier einen Testchart erstellen, was diese 4 Sonderfarben beinhaltet, konvertiert in die Prozessfarben des Digitaldrucks. Das würde ich ausdrucken und kann es anschließend messen. In dem Fall brauche ich das ja nicht, weil ich das direkt in meinem Ausdruck messen kann. Also werde ich keinen Testchart erzeugen, gehe hier weiter, würde jetzt hier über Messen mein Messgerät auswählen, würde dann halt anschließend messen. Ich simuliere das jetzt mal hier und würde anschließend meine Messdaten bekommen und bekomme jetzt hier auch schon gleich meine Auswertung. So, und hier sagt mir die Software auch in meinem Fall hier, wenn ich das hier messe, erreiche ich eigentlich schon ein sehr gutes Ergebnis. Also das ist natürlich jetzt für die Demonstration, ne? Aber in der Realität wird man jetzt vielleicht so ein Ergebnis bekommen. Das Grau ist ziemlich super getroffen, das Orange ist perfekt getroffen und hier erreiche ich eigentlich auch schon eine gute Qualität und hier sagt mir die Software, das ist nicht mehr optimierbar, also hier bin ich am Anschlag. Man kann sich das auch erklären, warum das nicht optimierbar ist. Hier drucke ich ja schon mit 100% Cyan. Ich kann ja nicht mit 101% drucken, also hier geht einfach nicht mehr. Und Ähnliches haben wir hier. Hier haben wir auch schon so einen Anschlagswert mit 100%. Also den Farbton kann ich nicht weiter verbessern. Aber er ist ja auch schon sehr gut. 1 oder 1,4 Delta E ist ja schon sehr gut. Und hier, das ist bereits gut, sodass ich eigentlich hier keine Optimierung mehr benötige. Und wenn jetzt hier ein Farbwert wäre, der halt eben über der 2,5 liegt oder über 2 Delta E's, da geben wir dann so ein bisschen eine kleine Warnung aus, vielleicht mehr als 2. Wenn man das weiter optimieren kann, dann würde die Software automatisch hier die Checkbox wählen oder diese Option hier wählen, eine Optimierung anzuwenden. Und dann kann man hier über weitere Schritte eine weitere Optimierung der Sonderfarben durchführen, den Job erneut verarbeiten und damit dann halt eben nochmal überprüfen, wie es dann jetzt mit der optimierten Version aussieht, kann das nochmal nachmessen und sich auf diese Weise mit 1, 2 Iterationen zum bestmöglichen Ergebnis wieder annähern zu dem, was wir in dem Report vorher gesehen haben. Vielleicht keine 0, Delta E's, 0, irgendwas Delta E, aber vielleicht 0,5 oder auf jeden Fall unter 1 lässt sich dann auch in der Produktion gut realisieren, wenn die Farbe innerhalb des Gammons ist. Und das lässt sich hier über den Sonderfarbenassistenten sehr gut machen, der dann nachher auch, wenn man diese Sachen gemacht hat, auch hier über das Archiv dann nachher auch eine Historie der Konvertierung anzeigen kann oder wenn ich jetzt mehrere Iterationen gemacht habe und so weiter und die jetzt über die Zeit vielleicht nochmal wiederholen muss, weil nochmal ein Auftrag neu, ein Wiederholauftrag kommt, dann sehe ich das unter Umständen hier auch direkt, wie denn die Iteration dann stattgefunden hat oder wie es vorher war oder wie es jetzt ist. Also ich habe dann hier auch ein Prozesskontrollmedium sozusagen hier noch zusätzlich an der Hand über dieses Archiv. Aber die eigentliche Iteration wird hier über diese Schaltfläche aktuelle Iteration durchgeführt. So, und mithilfe dieser Sonderfarben-Iteration erreiche ich dann tatsächlich die bestmöglichen Ergebnisse, abhängig auch von meinen Konvertierungseinstellungen. Also Konvertierungseinstellungen nochmal zur Erinnerung. Das sind diese Geschichten, wo ich dann meine Farbstrategie definiere, hier auf dem Sonderfarbenreiter. Das ist dann diese Berechnungsmethodik, die man wählen kann, zum Beispiel visuelle Genauigkeit, mehr Kanäle verwenden oder so wenig wie möglich Kanäle verwenden, kann man hier anwählen. Oder halt sowas, was maximal 3 Ausgabekanäle verwendet werden sollen. Aber eigentlich sind diese beiden Varianten die, ich sag mal, intelligenteren Methoden, die halt eben dann entscheiden, dass es eben vielleicht auch nur eine Prozessfarbe braucht oder 2 oder 3, je nachdem. Vielleicht sogar auch mal 4, wenn es nicht besser geht, dann verwendet er das. Aber zum großen Teil wird natürlich geschaut, dass möglichst wenig Prozessfarben dann verwendet werden. Und damit wäre ich jetzt eigentlich schon mit meiner Präsentation und Demonstration am Ende und würde jetzt nochmal wieder meine Kamera hier freischalten und mich natürlich auch freuen, wenn Sie vielleicht ein paar Fragen haben. Ja, vielen Dank, Herr Fuchs. War sehr interessant, vor allem, wie Sie auch so farbmetrische Qualität und Druckbarkeit, wie Sie das gegenübergestellt haben, ziemlich praxisnah. Auch der zweite Teil, vielen Dank nochmals. Ja, wir haben hier einige Fragen. Die erste wäre, ist es korrekt,
dass wir mit Ihrem Farbserver eine Digitaldruckmaschine, welche mit 4 Druckfarben arbeitet, dazu bringen können, Pantone-Farben genauer zu treffen, beziehungsweise den Prozentsatz der zu druckenden Sonderfarben zu erhöhen. Ja, in der Tat, das ist so. Wenn Sie, im Prinzip ist es ja so, dass Sie für Ihr Drucksystem ein möglichst genaues Druckerprofil brauchen. Also das braucht man ja in jedem Fall. Ne? Also das heißt, wenn Sie mit einem Standardprofil arbeiten für die Druckmaschine, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Standardprofil perfekt Ihren Drucksystem abbildet, ist relativ gering. Das heißt, Sie erstellen erstmal ein neues Druckerprofil für den Drucker und haben dann schon mal eine gute Basis. Und jetzt ist es aber so, dass Druckerprofile jetzt nicht von der Mechanik, von der Mathematik darauf ausgelegt sind, immer den bestmöglichen Delta-E-Wert für irgendeine Sonderfarbe zu erzielen, sondern das macht man dann in der Tat dadurch, dass man verschiedene Varianten ausprobiert. Also sprich, was wir machen, ist dann, dass wir einen LAB-Wert nehmen, den über das Profil berechnen und dann eben gucken, was passiert denn, wenn wir noch ein bisschen andere Prozesswerte nehmen, drumherum sozusagen, kommen wir dann auf ein noch kleineres Delta-E. Und das macht der Farbserver tatsächlich eben automatisch und dadurch werden auch Ihre CMYK-Konvertierungen genauer, als wenn Sie jetzt ganz normal, ich sag mal, das heißt ja dann immer so schön, nach Vorschrift arbeiten, indem Sie halt LAB zum Zielprofil absolut farbmetrisch konvertieren würden. Dann würden Sie ein nicht so gutes Ergebnis bekommen, wie das, was theoretisch noch möglich ist, indem man dann nochmal optimiert diese Farbwerte berechnet. Und das macht der Farbserver in der Tat. Also auch CMYK wird besser. Vielen Dank. Nächste Frage. Gibt es eine offene Schnittstelle, offen in Anführungszeichen, um den Smart Color Server in andere technische Workflow-Systeme integrieren zu können? Ja, in der Tat. Das heißt bei uns Command-Line-Interface. Das sieht so aus. Hier haben wir auch eine kleine Dokumentation dazu, die halt über Hilfe aufrufbar ist. Da sind bestimmte Parameter, die Sie definieren können. Das heißt, die Einrichtung des Farbservers übernehmen Sie dann auch in der Softwareseite, also in CEPA. Das heißt, dort definieren Sie die Konfiguration und über die Schnittstellen können Sie dann aus einem anderen System, das kann auch eine Batch-Datei sein oder sowas, übergeben Sie den Parameter, wo Sie sagen, die Konfiguration mit der Datei soll anschließend so heißen und die soll da liegen. Und das können Sie dann halt einfach über solche Parameter übergeben und haben damit eine Möglichkeit, das aus einer anderen Systematik, aus einem anderen System, zum Beispiel Focus Switch oder so, zu steuern. Für einen Focus Switch gibt es aber auch einen CEPA-Konfigurator sogar schon integriert sozusagen in den Switch, sodass Sie es dort auch direkt auswählen können. Also das heißt, dann hätten Sie sogar schon direkt einen Konfigurator für einen Focus Switch zum Beispiel. Dann eine Frage, können Sie etwas zu den Preisstrukturen sagen? Gut, Preise sind ja immer so eine Sache. Also ja, das definiert sich schon, also Farbserver von einer einfachen Version, die halt zum Beispiel nur CMYK konvertiert, aber zum Beispiel jetzt gerade nicht diese besondere Sonderfarbkonvertierung beinhaltet. Das startet bei 4.000 € und geht dann, wenn man die Sonderfarbkonvertierung haben möchte, zusammen vielleicht noch mit unserem Smart Profiler dann in den Bereich bis 10.000 €, 12.000 € um den Dreh. Damit haben Sie dann unter Umständen also dann auch die Profilierung Cobra mit dabei. Die Profile, die dann Cobra erstellt, also die Profilierungsengine, sind dann nur innerhalb CEPAs nutzbar. Da gibt es dann auch weitere Optionen noch, dass Sie dann das Cobra für eine offene Version der Profilierung bekommen. Das ist dann preislich natürlich etwas höher. Da sprechen Sie am besten mit unseren Vertriebsleuten, also zum Beispiel die Firma Imprest im deutschsprachigen Raum. Die kann Ihnen da auch ein gutes Angebot erstellen entsprechend. Letzte Frage, funktioniert Ihr Farbmanagement auch mit Lambda-Maschinen? Also da gehe ich von aus, ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben, also ich glaube, es gibt sogar ein paar Kunden, die das einsetzen, aber da habe ich jetzt noch nichts gehört. Meistens ist das ein gutes Zeichen, wenn man nichts von Kunden hört, das heißt, dann funktioniert es. Wir hören meistens was, wenn es nicht so gut funktioniert. Also ich denke ja, das dürfte damit funktionieren, ja. Okay. Dann, Herr Fuchs, möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihren Vortrag, für die Beantwortung der Fragen. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch mehr wissen wollen, wenden Sie sich gern an Herrn Fuchs und an Color Logic. Wenn Sie möchten,
treffen wir uns wieder um 13:30 Uhr. Dort erfahren Sie, wie man im Digitaldruck Siebdruckpasten verdrucken kann und Flexofarben, um gedruckte Elektronik, ultradünne Bauteile produzieren zu können. Vielleicht haben Sie Lust und wir sehen uns um 13:30 Uhr wieder. Ansonsten Ihnen ganz herzlichen Dank. Herr Fuchs, auch nochmals herzlichen Dank und machen Sie es gut. Wiedersehen. Tschüss.